Ahoi, Mios Kapitals, hier ist wieder eure Suistar zurück mit einem weiteren Video und heute geht's wieder um How to Play. Diesmal zeige ich euch die russischen Zerstörer und ihr seht auch gerade im Hintergrund so ein kleines Gameplay bzw. so einen kleinen Gameplay-Ausschnitt, was die russischen Zerstörer so alles drauf haben. Gerade die AP, das seht ihr ja auch gerade, die kann richtig böse sein, vor allem für die Kreuzer. Und dann sehen wir uns gleich im Video bzw. im Gameplay, wie man die russischen Zerstörer zu fahren hat. So Leute, und jetzt sind wir mal soweit. Wir haben ja das Video jetzt mit den How to Play russische Zerstörer. Fangen wir mal an mit dem Kapitän. Und zwar habe ich dort den Wladimir Trubetskoy noch als Option hinzugefügt für diejenigen, die zum Beispiel keinen Anton Gurin haben. Ich persönlich nutze Anton Gurin, optional wäre eben Trubetskoy ganz gut und als Inspiration würde ich Erich Bey und William Sims empfehlen. Dann haben wir noch die andere Sache, und zwar zum Thema russische Zerstörer, gerade in Klammern Kanonenboote, habe ich extra mal dazu geschrieben, weil ich weiß ja auch nicht, ob jetzt noch die andere Reihe irgendwie mal kommen sollte. Und damit ihr da einfach den Unterschied wisst oder kennt, nennen wir es mal so, was jetzt da anders ist. Fangen wir mal an mit den Stärken, würde ich sagen. Ich warte jetzt nur gerade, dass es hier anzeigt, jetzt hat, damit man es auch sieht. Und zwar mit den Stärken. Zum einen haben wir hohe Trefferpunkte, was ihr jetzt unten links seht. Die haben nämlich 16.660. Das ist einiges für einen Zerstörer. Man muss natürlich auch bedenken, wir spielen ja hier auch noch mit dem Sims. Das heißt, es wurde dadurch auch nochmal ein Stück erhöht. Dann, was ist noch natürlich vorteilhaft? Wir haben eine sehr starke Hauptbatterie, also sprich, wir haben gute Reichweite, die ist sehr genau und vor allem macht es auch böse Schaden. Man kann auch gut Kreuzer zitadieren mit AP, also das ist wirklich machbar ab einer gewissen Distanz und wir sind extrem schnell. Also sprich, wir haben halt eine sehr hohe Geschwindigkeit, wir sind bei fast 44 Knoten mit Motorboost und dem Booster noch zu nutzen, sind wir bei 47 und das ist ordentlich. Dann haben wir natürlich auch Schwächen. Wir sind zum einen nicht so wendig wie andere Nationen. Also das seht ihr jetzt auch gerade, auch von den Kanonen her, bis die gedreht haben, das seht ihr auch. Und was natürlich auch noch blöd ist die kurze Reichweite der Torpedos. Die ist dann eher für sowas wie, ich komme um die Insel rum und torp dich schnell weg. Sie sind zwar schnell, aber eben keine Reichweite. Man muss aber auch dazu sagen, wir fahren ja eben die Kanonenboote. Was auch noch ein Minuspunkt ist, das ist noch mit dazu zu hinzufügen. Was in Deutsch jetzt? Okay. Ja, egal. Auf jeden Fall, was natürlich auch nachteilig ist, wir haben keine Reparaturmannschaft. Sprich, am PC ist es so, in den höheren Stufen ist es nämlich so, man kann auswählen zwischen Nebel und zwischen Heilung. Und das haben wir hier halt nicht. Ne? Hier haben wir einfach nur Nebel und können uns halt nicht aussuchen, gerade im High-Tier-Bereich, wollen wir lieber die Heilung bei haben. Da haben wir es halt einfach nicht. Und ich muss sagen, gerade wenn man die russischen Zerstörer teils sehr offen fährt, wäre eigentlich Heilung ganz sinnvoll. Muss man natürlich aufpassen, weil es sind insgesamt 3 Zerstörer. Ich habe mal geguckt. Radar hatten wir keins, aber dafür T61. Und die ist natürlich schon ein bisschen eklig. Ich wundere es auch tatsächlich, dass das Cap noch nicht contested ist. Dass da echt keine Idee herkommt. Und normalerweise fährt man jetzt auch nicht so rein, aber es kommt tatsächlich gerade nichts. Man kann dann zum Beispiel auch, und das ist ja das Schöne, das kann ich euch mal zeigen, normalerweise fährt man dann wirklich nach unten spitz im Prinzip zum Cap, weil dann ist das dann ist halt die Stärke. Wenn ihr aufgehen solltet, also ich sage jetzt extra solltet, habt ihr den Vorteil, ihr könnt wieder ganz, ganz, ganz schnell rausdrehen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich, ja, also sind wir spitz nach vorne im Cap seid, dann ist der Nachteil, ihr müsst ja erstmal drehen. Das heißt, ihr habt einen Moment, in dem ihr eure Breitseite zeigt und da kann es halt dann richtig klatschen. So, da hätten wir jetzt die Nürnberg. Und wir warten jetzt tatsächlich mal kurz auf die Gneisenau, gucken mal, was die da macht. Aber wenn die jetzt hierher kommen sollte, das ist natürlich jetzt der Vorteil mit den Torpedos. Die sind halt extrem schnell und es ist echt sehr, sehr, sehr schwierig für die Gneisenau, aus denen wieder rauszukommen. Wir können jetzt auch hier ein bisschen, wenn wir den Punkt hier nutzen. Ich denke aber mal, dass die außerhalb wird, also zum Kartenrand. Sieht auch gerade danach aus. Wir gehen halt auf 5-7 auf. Das hat einen Nachteil, also wir können wirklich nicht Stealth torpen. Ist aber auch nicht so schlimm. Haben halt eben die Reichweite. Wir können halt fast 3, oder wir können sogar 13 Kilometer schießen. Das ist halt schon geil, ne? Wir werden jetzt auch mal anschießen hier. Vielleicht kriegen wir auch direkt einen Brand. Nee, leider nicht. Schade, schade. Also das habe ich immer sehr gerne, meine Brände. Und düsen jetzt mal weiter. Weil das ist halt das Schöne an den russischen Zerstörern. Also ich fahre sie tatsächlich teils sehr aggressiv.
Und man kann sie jetzt sehr offen fahren, ne? Wir kommen auch teils über die Inseln, also jetzt zum Beispiel müssten wir eigentlich drüber kommen. Wir können jetzt hier ein bisschen auf der Gneisenau rumrattern. Vielleicht können wir es auch mal anzünden. Wäre zumindest nicht schlecht. Wir bleiben jetzt auch tatsächlich mal hinter der Insel. Ja, die Border glitscht jetzt, ist nicht so geil. Aber selbst da könnten wir sie treffen. Müssen nur gucken, wie wir vorhalten. Natürlich wieder schön auf die Aufbauten. Sonst machen wir keinen Schaden. Ihr seht's. Wenn wir nicht direkt die Aufbauten treffen, machen wir überhaupt keinen Schaden. Jetzt hat es den Brand. Und jetzt seht ihr auch, ich treffe schön auf die Aufbauten. Also wirklich oben drauf. Weil wenn ihr sie unten trefft, ja, dann ist das Problem, dass sie einfach keinen Schaden macht. Wenn jetzt zum Beispiel die Gneisenau, so wie jetzt ist sie ein bisschen wieder zurückgedreht, aber euch komplett die Breitseite zeigt, ja, könnt ihr auch tatsächlich mal AP laden und mit AP drauf schießen. Also gerade wenn sie eh schon die Brände hat, könnt ihr auch mal AP nutzen, weil auch Schlachtschiffe nehmen gut Schaden mit AP, auch von Zerstörern. Und ihr seht, ich gebe ihr halt einfach mal 1000. Wird sie gleich wieder rausdrehen, wegen den Torpedos, gehe ich mal von aus. Laden auch wieder um. Wie ihr seht, man kann auch gut Schaden machen. Ah, die nascht jetzt. Und von der nächsten Salve auch gleich nochmal. Also da wird sie nicht mehr lang machen. Wir können jetzt auch mal losdüsen, weil wir brauchen jetzt nicht auf einer Stelle rumstehen. Das ist ja, naja, nicht so sinnvoll. So, da hinten haben wir eine Helena. Die können wir tatsächlich zitadieren. Also es ist wirklich kein Spaß. Das funktioniert, aber wir warten noch. Zum einen hat die gerade Besuch von, ja gut, von den Nürnberg, was fast tot ist. Aber wir müssen halt auch um die Zerstörer kümmern, weil da unten kommen die Torpedos. Auch wenn wir 2 Caps haben. Gucken wir mal, was ist denn das für ein Zerstörer? Akatsuki. Problem ist halt, dass alle 3 auf einem Fleckchen sind. Wurde halt für uns umso schwieriger. Und jetzt können wir zum Beispiel auch gleich auf die Helena mitwirken. Unsere Nürnberg wird es wahrscheinlich nicht mehr so lang machen. So, ein bisschen drehen. Und da, ja, Ober. Die können wir rausziehen dann. Helena lassen wir mal der Miyoko. Wir kümmern uns um da vorne. Da müssen wir auf jeden Fall mithelfen, weil sonst wird das hier eine Niederlage. Auch zum Beispiel die Fidschi, da könnten wir auch zitadieren. Oder können wir auch Zitas drücken. Bleiben jetzt aber erst noch auf HE, weil das Wichtige ist halt auch, ihr müsst auch dementsprechend nah tatsächlich sein. Also ihr könnt nicht hier auf, sagen wir, 13 Kilometer stehen und dann sagen, oh ja, ich mache eine Zitadelle. Funktioniert nicht. Also es geht tatsächlich meistens erst ab einer gewissen, sagen wir mal, Reichweite. Wenn ihr nah genug dran seid, jetzt zum Beispiel, müsste es bei der Fidschi klappen. Ausnahmsweise nehmen wir jetzt auch Nebel und ihr habt gesehen, was ich mal kurz hier was war es denn jetzt, Erober gedrückt habe. Die hat jetzt richtig eine gekriegt. Ja, die dreht jetzt natürlich ein, weil sie Angst kriegt, aber die Erober nicht. Da müssen wir jetzt aber auch aufpassen, weil ihr wisst alle, Erober hat Torps. Und das sind 10 Kilometer, das ist nicht gerade wenig. Müssen ein bisschen weiter runterhalten, weil sonst treffen wir nicht in die Zita. Ja, jetzt ärgert sie uns wahrscheinlich. Schneller und langsamer. Schauen wir mal, ob wir sie jetzt treffen. Tatsächlich müssen wir ziemlich weit hinten treffen, um die Zita zu treffen. Aber die ist halt auch noch sehr weit weg. Macht aber nichts, weil wir arbeiten trotzdem sehr gut unter. Ah, jetzt hat sie gebeacht, na sehr geil. Schauen wir mal. Ja, jetzt wäre sie rückwärts. Da ist der nächste Kreuzer. Ah, dafür steht sie einfach echt schlecht. Jetzt kommt da die Pensa, da müssen wir jetzt echt aufpassen, weil die tut wiederum ein bisschen mehr weh. Beziehungsweise eigentlich schon beide sehr gut weh. Jetzt müssen wir hier vorsichtig sein. Einmal schießen geht noch. Und wir wollen einfach gerade nicht die Zitadelle treffen, ne? Unglaublich. Da kommen die Torpedos. Mal gucken, kommen wir an die... Ja, können wir hintoppen, weil die kommt uns entgegen. Da kommt auch der Zerstörer. Jetzt mal den Motorboost an, weil wir gehen jetzt auf. Und das heißt, wir haben gleich richtig Party hart. Schauen wir mal, ob wir die Erober jetzt noch rauskriegen. Wäre mal nicht schlecht. Aber will die Erober einfach keine Zitadelle.
Das ist echt traurig. Fenster ja auch keine. Und da haben wir jetzt ein ganz anderes Problem. Nennt sich Z39. Und wir haben noch die falsche Munitionsart. Und da haben wir wieder den Punkt mit dem Geschützchen überdrehen. Das geht nämlich ganz schnell bei den russischen Schiffen. Jetzt können wir den hier runterarbeiten. Ihr seht, es ist ganz gut machbar. Schade jetzt nur, dass wir nicht die Zeta getroffen haben. Das wäre mir eigentlich schon wichtig gewesen. Jetzt liegt es halt an uns, sage ich mal, die Z mit rauszunehmen. Aber wir drücken eigentlich ganz gut. Müssen nur ein bisschen mal links und rechts, weil wir dürfen nicht mehr so viel Damage nehmen. Weil es sind ja noch genügend Zerstörer am Leben. Und ihr seht schon, jetzt auf Entfernung hat sie wirklich Probleme, uns zu treffen. Für uns ist natürlich der Nachteil, jetzt hat sie genebelt, wir sind aber auf. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Das ist nur die Frage, wo ist der andere? Da. Der Kreuzer bei der Akatsuki, den müssen wir auf jeden Fall supporten. Der darf nicht sterben. Sieht aber irgendwie gerade ein bisschen schlecht für den Kreuzer aus. Und daraus? Ja, sieht gut aus. Wir drehen jetzt natürlich, weil wir müssen ihr helfen. Und ihr seht, es dauert, bis unsere Geschütze gedreht haben. Ne? Das dauert immer so einen Ticken. Jetzt wäre es halt ganz gut, wenn sie Hydro hätte, weil dann können wir da auch ganz gut mit arbeiten. Das ist auch noch die T61. Sind halt jetzt extrem viele DDs, ne? Wir sind jetzt wirklich auf die Hilfe von unserer Miyoko mehr oder minder angewiesen. Oh, jetzt schaut es aber schlecht aus für die Miyoko. Na? Oh, da kam sie rum. So, wir schnappen uns jetzt die Akatsuki. Miyoko muss den anderen machen, wir machen die Akatsuki. Ich will nur noch nicht drehen. Oh, jetzt bin ich die letzte Hoffnung. Weil wir müssen halt jetzt wirklich die Akatsuki rausbekommen. Ah, und wir haben jetzt wieder Besuch von der anderen. Ist jetzt sehr unvorteilhaft. Aber wir sind halt jetzt permaspotted, ne? Und wir müssen jetzt aber beide töten, weil sonst verlieren wir das. Die wird wahrscheinlich auch gleich nach uns torpen. Können wir einen Werfer reinsetzen, in der Hoffnung, dass er uns entgegenfahren möchte. Aber wir müssen halt jetzt Kills machen, ne? Wenn wir das nicht schaffen, dann ist es durch. Was übrigens auch noch sehr wichtig ist, als kleiner Punkt zum Thema TP von Schiffen. Und zwar ist es ja so, dass nicht nur das Schiff selber TP hat, sondern auch die Sektion, die einzelne. Also sprich zum Beispiel jedes Geschütz. Wenn also es so ist, dass ein Geschütz von euch ausfällt, dann weil einfach genügend TP eben auf das Geschütz gegangen ist. Da ist ja die Akatsuki. Oh, wir haben nicht getroffen. Jetzt ist er weg. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versehen. Auf Steuerbord. Jetzt darf uns natürlich hier die Z39 nicht unbedingt treffen. Nur aufpassen, dass wir nicht gegen die Insel dackern, weil sonst ist es durch. Dann verlieren wir das. Komm, geh auf. Wo ist die? Jetzt macht sie halt wirklich einen Fehler. Sie bleibt einfach spitz stehen. Und wir drücken hier halt schon mehr als sie uns. Im nächsten Hit ist sie raus. So, und somit haben wir den ganzen Spaß sogar noch gewonnen. Also ist ganz gut machbar noch gewesen.
Schauen wir uns das Ergebnis auch gleich mal an hier. Also im zweiten Platz, also Miyoko, muss man sagen, hat auch sehr gut mitgeholfen. Die hat da echt noch ordentlich was gemacht. Hat uns ja auch noch einen Zerstörer abgenommen. Zweiter Platz sind wir jetzt geworden. Ist ganz okay. So ungefähr, würde ich mal sagen, spielt man auf jeden Fall die russischen Zerstörer. Nein, Spaß. Also das Ding ist halt einfach bei den russischen Zerstörern, die sind tatsächlich nicht einfach. Die sind echt schwer zu spielen. Man muss da wirklich vielsichtig sein, also wirklich gucken, wo ist hier was auf der Karte. Man muss auch viel mit der Karte arbeiten. Ich spiele halt, wie gesagt, ihr habt es gesehen, sehr, sehr offen. Ich balle auch gerne mal auf allen möglichen rum. Und man muss halt immer ein bisschen schauen, ne? Also auch ein bisschen links, rechts, nicht immer unbedingt straight bleiben. Das ist auch nicht so ganz gut. Und natürlich auch mit eurem Motorboost arbeiten. Das ist halt extrem wichtig. Also gerade mit der Geschwindigkeit und mit der Reichweite, was ihr eben habt. Wenn ihr damit halt eben ein wenig spielt, ist es eigentlich sehr, sehr gut machbar. Schade einfach nur, dass ich jetzt nichts an der Zitadelle getroffen habe. Das hätte ich euch gerne mal gezeigt, wie das ist. Aber das habt ihr ja im Prinzip im Vorwort. Da gibt es ja so einen kleinen Einblick, was passiert, wenn Kreuzer eben auf naher Distanz euch breit zeigt. Und dann hoffe ich, das Video hat euch soweit gefallen oder auch helfen können. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Sollte irgendwas unklar sein, ihr noch irgendwelche Fragen haben. Und ich versuche es euch natürlich dann auch zu beantworten. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.